Buenos dias, amigos. Herzlich willkommen zurück zu Lost in Paradise. Wir haben unser normales Paradies verlassen und sind heute in Oaxaca City. Uns war es zu Hause einfach zu heiß. Hier haben wir jetzt 24 Grad und es ist um einiges angenehmer. Viel Spaß! Zu Hause in Porto Escondido haben wir jeden Tag über 30 Grad. Da kann ein Ausflug ins 1500 Meter höhere Oaxaca City durchaus erfrischend sein. Was hier als erstes auffällt ist, dass die Mexikaner hier alle lange Hosen und Schuhe tragen. Bei uns in Puerto sind alle nur in Badehosen und Flipflops unterwegs. Aber 24 Grad können schon ganz schön frisch wirken. So ziemlich in jeder mexikanischen Stadt gibt es so einen Zócalo. Der ist meistens ein viereckiger Platz, wo sich halt alle treffen. Heute ist natürlich Sonntag, da ist ein bisschen mehr los. Die armen Jungs hier müssen immer nur arbeiten. Aber eigentlich arbeiten hier eh immer alle die ganze Woche. Auch an Sonn- und Feiertagen kann man hier immer in den Supermarkt oder sonstiges gehen. Das gibt es nicht so wie bei uns, so Arbeitsschutzgesetze oder so. Hier gibt es auch überall nur die klassischen Schuhputzer. Bei uns trägt gar niemand mehr Lederschuhe. Oaxaca City, oder besser gesagt Oaxaca de Juárez, ist die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates. Dieser ist zwar recht klein, aber es leben doch über 4 Millionen Mexikaner hier in Oaxaca. Und über 700.000 wohnen hier in der Hauptstadt. Für mexikanische Verhältnisse aber immer noch sehr wenig. In der mexikanischen Hauptstadt Mexico City zum Beispiel, da leben über 20 Millionen Menschen. Oaxaca City ist eine typisch mexikanische Stadt. Gerade im alten Stadtkern sieht man sehr viele bunte kleine Häuser direkt neben großen, imposanten Kirchen. Da wir mit Kirchen nicht so viel anfangen können, haben wir auf den Gottesdienst verzichtet und haben uns einfach auf etwas Wichtigeres konzentriert: Frühstück. Wir sind jetzt am Mercado Benito Juárez, das ist einer der größten hier. Ich hoffe, es haben einige Läden auf, weil es ist Sonntag und hier ist sehr, sehr ruhig eigentlich. Wir checken das jetzt mal aus und danach machen wir uns auf die Suche nach dem Mercado 20 de Noviembre. Und dieser Markt ist halt ähnlich wie unsere Fleischhalle zu Hause in Augsburg auf dem Stadtmarkt. Und dann schauen wir mal, ob wir da was Cooles zum Frühstücken finden. Es gibt schon mal ganz spannende Sachen. Uiuiui. Gott, oh Gott. Da braucht man einen gesunden Magen. Ich glaube, wir suchen erstmal die Brotzeitabteilung. Der Geruch hier ist sagenhaft. Ich hoffe, man kann was erkennen, das ist sehr finster hier. Ich muss sagen, hier gibt es echt überall dasselbe. Ah, Hühnerabteilung. Jetzt sind wir in der Schnapsabteilung. Oaxaca City ist nämlich auch das Kapital de Mezcal, die Hauptstadt von Mezcal. Flachmänner sind auch witzig. Allen möglichen Variationen. Das in den Töpfen, das ist, glaube ich, Mole. Okay, das in Benito Juárez war nichts. Das hier ist der Hinterausgang. Und direkt hinter mir ist eben der andere. Und hier gibt es
die ganzen Essensstände. Alles Mögliche, was die mexikanische Küche so hergibt. Der Eingang ist ein bisschen schwer zu finden, aber man kann sich ganz gut orientieren. Da hinten der Turm, den kann man eigentlich von überall aus sehen und hier ist auch der Eingang. Also mal schauen wir mal, ob wir da was finden. Wir waren ja im Oktober letztes Jahr und Dia de Muerte auch schon hier und da war der ganze Gang hier voll mit Menschen. Da konnte man kaum durchgehen. Heute ist gar nichts los. Das ist cool, da können wir mal schauen, was es so gibt. Neben Wurst, Käse, Brot und Mezcal gibt es hier auch allerhand witzige Souvenirs aller Art. Oder eben Mole, die typische dunkle Soße hier in Oaxaca. Diese besteht hauptsächlich aus verschiedenen Chilisorten, Gewürzen, Nüssen, Früchten, Schokolade und manchmal auch Tortillas. In dieser geräumigen Markthalle war es nicht schwierig, etwas Leckeres auf den Tisch zu bekommen. Wir haben uns einfach umgesehen und geschaut, wo die Einheimischen sitzen. Da bekommt man immer das Leckerste. Wir sind relativ schnell fündig geworden und haben uns dann einfach das traditionelle Frühstück aus Oaxaca City bestellt. Eine Art süßes Brötchen kombiniert mit einer Tasse heiße Schokolade aus original mexikanischem Kakao. Okay, wir sind jetzt an der ersten Station hier zum Frühstück. Wir sind im Fonda Lupita und heute gibt es heiße Schokolade mit so einem einheimischen Brot. Ja. Die Warnung war berechtigt, das ist echt sau heiß. Sehr lecker. Das hier ist jetzt die heiße Schokolade mit Milch. Gibt es auch mit Aqua. Die schmeckt ein bisschen, ja, so nach Gewürzen, sehr süß auch, aber sehr, ja, gar nicht wie man es kennt, so eine leichte Zimtnote, schmeckt richtig gut. Das war jetzt mega süß, aber mega lecker. Wir haben jetzt 120 Pesos bezahlt, das sind ungefähr 6 Euro, auch nicht anders wie in der Bäckerei Ile oder so. Das schaut eher aus wie so auf einer Messe oder so. Mercado in Puerto Escondido hat nicht so schöne Schildchen. Okay, und hier gibt es eben die ganzen Brote einzeln zu kaufen. Hier gibt es auch die Schokolade, da hinten in dem Regal. Kann man einfach in Milch auflösen. Haben wir auch zu Hause, das ist mega lecker. Wobei die jetzt schon especial war mit den ganzen Gewürzen. Okay, wir sind jetzt hier am äußeren Eingang. Wir haben jetzt kurz das Gebäude nochmal verlassen, um euch das zu zeigen. Das hier ist das Pasillo de Humo und das ist wie die Grillstraße. Und da gibt es allerlei Sorten von Fleisch und sonstigem in riesigen Kombos zu kaufen. Wir waren da schon mal, das ist mega. Ich nehme euch mal kurz mit. So, jetzt kann ich euch das mal aus der Nähe zeigen, was es hier so alles gibt. Hier links, das ist zum Beispiel das Bistec. Das Tasajo, das ist glaube ich so ähnlich, das ist nur das Abgehängte. Die Chorizos, die sind hier ganz anders, wie wir es kennen. Die braten die quasi auf dem Grill und danach werden die aufgeschnitten und dann wird nur das Innere aus der Wurst rausgegessen und dann in Taco eingefüllt. Das sieht schon mega aus. Da wird nur richtig auf heißer Flamme gekocht. Gibt es irgendwelche Innereien? Ihr müsstet das riechen können, wie es hier riecht. Das ist Wahnsinn. Einfach nur nach Grillkohle und nach Fleisch. So lecker. Ich kann nur nicht verstehen, wie die Leute hier den ganzen Tag arbeiten können. Ich kenne das von zu Hause. Wenn ich da mal 5 Minuten so grillen muss, dann läuft mir nur noch die Brühe runter. Die armen Jungs. Ja, und das wird hier daneben so verladen und da vorne,
ist die Essensabteilung. Da kann man dann sitzen, aber da ist ein bisschen überfüllt meistens. Darum werden wir hier wahrscheinlich auch nicht filmen können. Wir waren da gestern Nachmittag schon kurz gesessen, aber es ist einfach unmöglich, wenn man an so einem kleinen Tisch mit 5, 6 Leuten sitzt. Mit Tausenden von kleinen Tellern. Denn hier kann man sich nämlich einzelne Beilagen auch dazu bestellen. Salat, Soße, Guacamole, Gurken, Chilis. Und dann bekommt man eben das Fleisch in so einem riesigen Korb mit den Beilagen. Mit allem, was man so will. Oh, die Chilis schauen lecker aus. Die hat man letztes Mal nicht. Also, da kann man das mal live sehen. Also die Bäckerei sind wieder her, die sind jetzt falsch. Okay, da haben wir uns vorhin wohl voll verlaufen. Da drüben sind die Bäckereien. Hätten wir ja gar nicht außen rumlaufen müssen. Aber manchmal ist hier echt ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall dauert es jetzt wahrscheinlich wieder Stunden, bis ich den Geruch aus der Nase kriege. Und Hunger habe ich auch schon wieder, obwohl ich gerade gegessen habe. Der Name Huaca stammt aus der alten aztekischen Sprache Nahuatl und bedeutet so viel wie Ort der Guache-Bäume, die man hier überall in der Stadt und in der Umgebung finden kann. Auch im Garten unseres Apartments steht einer dieser wunderschönen Bäume, die man sehr leicht durch seine 30 cm langen Schoten erkennen kann. Das Anhängsel im Stadtnamen Huaca de Juárez geht auf den mexikanischen Volkshelden Benito Juárez zurück, der ganz in der Nähe geboren wurde und als größter Reformer Mexikos bekannt geworden ist. In Mexiko gibt es kaum eine Stadt, die nicht eine Straße, einen Platz oder eine Statue nach ihm benannt hat. Und sogar der Hauptstadtflughafen in Mexico City trägt seinen Namen: Benito Juárez International. Okay, genug geschwafelt. Jetzt geht's weiter mit unserer kleinen Tour durch die Stadt. Als nächstes geht es erstmal zurück an den Zócalo, denn von dort aus kann man sich immer am besten orientieren. Ein weiteres Phänomen, das man hier ständig beobachten kann in Mexiko, ist, sonntags gibt es oft Live-Musik auf den Marktplätzen. Manchmal spielen da so Mariachi-Bands oder auch Big-Bands. Heute ist es eher so eine klassische Blaskapelle. Bis auf die Blaskapelle hatten wir einen sehr ruhigen und entspannten Tag. Das war bei unserem letzten Besuch noch ganz anders. Man spürte den Hauch des Todes an jeder Straßenecke, aber auf eine positive Weise. Das war schon wild am Día de los Muertos. Im Vergleich dazu war es dieses Mal echt wie ausgestorben. Wir haben die Gelegenheit genutzt, ein bisschen durch die Stadt zu schlendern, um neue Orte zu entdecken, die wir vorher noch nicht gesehen haben. So, wir sind jetzt hier am Plaza de la Danza. Und irgendwie ist da heute noch eine Tanzveranstaltung. Direkt unterhalb von diesem Platz ist erstmal ein ganz toller Instagram-Spot. Nee, war nur ein Witz. Nee, hier unten gibt es auf jeden Fall lauter Eisdielen. Hier gibt es alle möglichen Sorten und ich glaube, es wird mal echt Zeit für irgendwie so ein Tequila- oder Mezcal-Eis. Wahnsinn, was hier alles gibt.
der Hälfte weiß ich nicht mehr, was das ist. Okay, wir sind jetzt hier in Laoa, Kenia. Das gibt es seit 1940, steht hier auf der Karte. Mal schauen, was es hier so gibt. Ja, hier gibt es auf jeden Fall Sachen, wo man keine Ahnung hat, was das ist. Beso de Dracula. Bestimmt was Rotes. Ekstasis Oakenyo. Bananasplit gibt es natürlich auch. 7 Sabores, okay. Chapulines. Chapulines. Chapulines sind Heuschrecken. Ich glaube, wir bestellen uns einfach das Set hier. Sieht mega aus. 7 verschiedene Sabores. Jetzt bin ich mega gespannt. Wir haben die Platte jetzt bestellt. Die Eisplatte. Klingt komisch, ist aber so. Mit ganz tollen Sachen. Mezcal, Tequila, Pina Colada, Schoko, auf jeden Fall. Tuna. Tuna klingt wie Thunfisch, ist aber Kaktusfeige. Ist das Zeug. Das sieht ja wahnsinnig gut aus. So, mit was sollen wir denn anfangen? Das hier ist Maracuja. Ja, das ist mehr so ein Wasser. Das ist kein Läppchen auf jeden Fall. In der Mitte war Tequila, glaube ich. Da wirklich Schnaps drin ist. Schmeckt nach irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist. Ist nur seltsam. Das ist ja auf jeden Fall. Das ist das Mezcal. Schmeckt aber gar nicht nach Schnaps, schmeckt nur süß. Das ist aber auch nicht schön. Das ist das Pina Colada. Oh ja. Das ist mega. Schokolade. Hoffentlich schmeckt das so ähnlich wie die Schokolade heute früh zum Frühstück. Ja, schmeckt auch. Mit Schokostück. Ja, dann probieren wir noch den Thunfisch. Nein, wie gesagt, das Kaktusfeige. Aber die Farbe ist mega, oder? Definitiv mein Lieblingseis. Aber schon immer. Schmeckt so ähnlich wie Himbeere. Oder Brombeere, so eine Mischung aus beidem. Haben wir jetzt alle. Ja, Pistazie habe ich noch nicht, aber da verzichte ich. Das darf meine Hase. Okay, ich probiere jetzt doch nochmal die Pistazie. Ja, geht eigentlich. Das ist ja Eis, sind ja keine Puren. Aber das definitiv das Beste ist, glaube ich, echt das Maracuja. Das mittlere ist, glaube ich, das Mezcal, ich bin mir nicht sicher. Eins von den 2, gell? Schmeckt auf jeden Fall ganz seltsam. Was sagst du? Schmeckt ja nur nach Milch. Und nach Salz. Nach Salz, ja, stimmt. Dann ist das Tequila. Ja. Oder? Das ist. Ein bisschen würde ich alles zusammenmischen. Geheimtipp: einfach das Tuna mit dem Maracuja mischen. Das hat dann eine richtig schöne Farbe und ist geschmacklich einfach das Nonplusultra. Das gibt es in Masunte auch fertig als Eis. Das ist mega gut. Beste Geschmacksrichtung. 1000-mal besser wie dieses Tequila und Mezcal-Zeug. Das schmeckt eigentlich gar nicht. Also, wenn ihr hier seid, das müsst ihr nicht unbedingt probieren. Das schmeckt einfach nur nach Schnaps und nach Milch. Aber das macht besoffen, glaube ich. Schade, dass alles so schnell schmilzt. Aber es macht ja nichts. Wir können ja die einen 3 mit Alkohol einfach dann austrinken danach. Das ist ja dann kein großer Unterschied. So, jetzt trinke ich nur den Rest aus. Und dann gehen wir weiter auf Churros-Jagd. Salut. Jo, das war jetzt echt nice. Der Schnaps knallt auch ganz schön. Aber das garantiert wenigstens wieder eine lockere Zunge. Jetzt schauen wir mal da drüben,
was die Kirche noch so hergibt. Die Bäume hier sind auch riesig. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Oh, da war eine Stufe. Ich bin ja jetzt keine Experte, aber die schauen echt alle gleich aus. Jetzt machen wir uns dann wieder auf den Weg Richtung Innenstadt. Da ist dann noch die Kirche Santo Domingo. Die sieht auch so ähnlich aus. Boah, die 3 Eissorten mit Alkohol, die hauen ganz schön auf den Helm. Vor allem bei der Hitze. War noch nie so dicht von 3 Eis. Für Kinder ist das definitiv nichts. Ah, hier ist die Polizei. Die Guardian Angels of Mexico. Eigentlich müssen wir noch rausfinden, wo die Touribusse losfahren. Man glaubt es nicht. Kommt man einfach so in der Sporthalle vorbei und dann spielen da die Chicago Bulls. Oder zumindest die AHA davon. Ah ja, fast. Da vorne ist eben der Eingang zur Sporthalle, da sind wir zufällig vorbeikommen, weil wir jetzt in so einem Bus sitzen. Auch wenn es sich kitschig oder Touri-mäßig anhört, wenn ihr hier ankommt, macht es auf jeden Fall die Tour, da sieht man so viel. Mega cool. Das würde ich zu 100% unterschreiben. Die Tour hat ungefähr 1 Stunde gedauert und war echt mega witzig. Leider würde es komplett den Rahmen sprengen, wenn ich euch jetzt alles noch zeigen würde. Also sage ich mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like dalassen. Und falls nicht schon geschehen, natürlich den Kanal abonnieren. Liebe Grüße vom anderen Ende der Welt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oder wie die Mexikaner sagen, hasta la próxima.